Hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Signifikanztest durchführt. Worum geht es dabei überhaupt? Bei einem Signifikanztest hat man eine Vermutung aufgestellt, nämlich dass ich eine Trefferwahrscheinlichkeit gegenüber bisher entweder erhöht oder erniedrigt habe. Und diese Vermutung soll an einer Stichprobe überprüft werden. Weicht das Ergebnis in der Stichprobe dann deutlich, das heißt signifikant nach oben oder unten vom Erwartungswert ab, dann glaubt man, dass sich die Trefferwahrscheinlichkeit wirklich erhöht oder erniedrigt hat. Dass sich also unsere aufgestellte Vermutung bestätigt. Das Problem ist aber bei einer Stichprobe, dass die Auswahl ja ein Zufallsprozess ist, eine Bernoulli-Kette. Und da die Ergebnisse in einer kleinen Stichprobe eben schwanken können, können wir zu viele oder zu wenig Werte bekommen und dadurch zu einer falschen Entscheidung kommen. Also wir glauben, dass die Vermutung wahr ist, obwohl sie falsch ist und so weiter. Und das nennt man einen Alpha-Fehler. Die gute Nachricht dabei ist, wir können mit Hilfe der kumulierten Binomialverteilung berechnen, und das können wir ja inzwischen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, eine solche Fehlentscheidung zu treffen. Und das wollen wir uns jetzt mal an einem konkreten Beispiel anschauen. Dein Freund lädt dich zum Spieleabend ein. Ihr würfelt. Nach einer Weile kommt dir der Verdacht, dass der Würfel zu wenige Sechsen bringt. Ich glaube, mit dem Würfel stimmt was nicht. Jetzt willst du natürlich nicht sofort deinen Freund verdächtigen, sondern du beschließt einen Test, um deine Vermutung zu testen, dass er Würfel zu wenig Sechsen bringt, machst du eine Stichprobe. Und zwar du würfelst 60 Mal und zählst in einer Strichliste, wie viele Sechsen du bekommst. Wenn der Würfel fair ist, dann würdest du ja ungefähr 10 Sechsen bekommen. Von 60 Würfen, ein Sechstel wäre 10 Sechsen. Das ist der Erwartungswert, wenn der Würfel fair ist. Jetzt machst du deinen Test. Du würfelst also 60 Mal und machst dir eine Strichliste, wie oft kommen die 6 und wie oft kommt keine 6. Jetzt kamen in deiner Stichprobe aber nur 7 Sechsen vor. Keine 10, sondern nur 7. Was heißt das? Würdest du jetzt schon deinen Freund verdächtigen, dass er dir einen gefälschten Würfel gegeben hat? Die Abweichung 7 von 10 ist ja nicht sehr groß. Und jetzt überlegen wir uns, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein fairer Würfel trotzdem nur 7 Sechsen bekommt. Das können wir machen, weil wir ja mit kumulierten Bernoulli-Ketten arbeiten können. Wahrscheinlich würdest du bei 7 Sechsen noch keine Beschuldigung äußern. Ab wie viele Sechsen wärst du denn überzeugt, dass der Würfel gefälscht ist? Überlegen wir uns das mal an einer Wahrscheinlichkeitsverteilung dieses Würfels. Hier ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung für einen fairen Würfel aufgetragen. Wir werfen 60 Mal, n gleich 60. Die Trefferwahrscheinlichkeit des fairen Würfels sei ein Sechstel. Und dann bekommen wir eine solche Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wir sehen, der Erwartungswert ist bei 10 Sechsen, das können wir erwarten. Und jetzt schauen wir mal, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens 7 Sechsen bekommen. Also unser Wert, ab dem wir glauben, wir können Verdacht schöpfen. Das ist dieser Bereich hier und das können wir mit den kumulierten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. P von x kleiner gleich 7, also alle Anzahlen von 6 bis 7 einschließlich, sind die f-Werte mit n, p und k. Und unser Taschenrechner liefert uns das Ergebnis 0,196. Das bedeutet, diese blaue markierte Fläche hier ist 19,6% der Gesamtfläche. Und somit würden wir mit einem fairen Würfel in 19,6% der Fälle hier in diesem blauen Bereich landen, also nur so wenige Sechsen bekommen. Das ist ja relativ viel und deswegen würde man in diesem Fall, also bei bis zu 7 Sechsen, dem Freund noch nicht unbedingt Schuld geben, dass der Würfel gefälscht ist. Es könnte auch reiner Zufall sein. Ab wann würden wir denn unserem Versuch glauben? Ab wann würden wir misstrauisch werden? Wir versuchen mal bei 4 Sechsen,
neuer Versuch, wir haben jetzt nur 4 Sechsen bekommen, dann sieht die Situation so aus und unsere Rechnung ergibt jetzt nur eine Wahrscheinlichkeit von 2%, dass wir höchstens 4 Sechsen bekommen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn wir in unserer Stichprobe hier landen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass unser Würfel fair war und dann könnten wir mit hoher Wahrscheinlichkeit behaupten, dass der Würfel gefälscht ist. Eine solche Abweichung vom Erwartungswert, das würde man als signifikant bezeichnen. Warum gerade hier bei 4 und nicht bei 7? Naja, der Wert beträgt jetzt nur noch 2%. Ab wann würden wir denn mit hinreichender Sicherheit unserem Experiment glauben? Ja, man legt meistens eine Grenze bei 5% fest, das sogenannte Signifikanzniveau von 5%. Gut, jetzt haben wir so ungefähr die Situation beim Signifikanztest anschaulich verstanden. Jetzt gehen wir einen solchen Test mal systematisch durch. Der typische Ablauf einer Aufgabe, eines Signifikanztests, ist etwa folgendermaßen aufgebaut. Es kommt erstmal ein Fakt. Die Trefferwahrscheinlichkeit eines fairen Würfels beträgt P0 gleich 1/6. Das ist immer so. Als nächstes kommt eine Behauptung. Es wird vermutet, dass der Würfel zu wenige Sechsen bringt. Also wir glauben, dass P kleiner als 1/6 ist. Nun kommt ein Testablauf. Um diese Vermutung zu überprüfen, machen wir eine Stichprobe mit 60 Würfen. Und dann stellen wir ein Entscheidungskriterium auf. Wenn nämlich in der Stichprobe, sagen wir mal, höchstens 5 Sechsen sind, dann sollen wir der Vermutung glauben, also dass der Würfel gefälscht ist, ansonsten nicht. Und der letzte Schritt in einer Aufgabe ist die Berechnung. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass man der Vermutung glaubt, obwohl der Würfel fair ist, also dass wir einen Alpha-Fehler begehen. So, das ist so ein typischer Aufgabentext und wir können daraus jetzt mal die Fachbegriffe für einen Signifikanztest ablesen. Als erstes die aufgestellte Behauptung oder Vermutung nennt man die Alternativhypothese H1. Hier in unserem Fall wird vermutet, dass der Würfel zu wenige Sechsen bringt, also lautet unsere Alternativhypothese H1, der Würfel bringt zu wenig Sechsen mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von kleiner 1/6. Das Gegenteil von der Alternativhypothese ist die Nullhypothese H0. Das ist genau das Gegenteil hiervon, nämlich der Würfel bringt nicht zu wenige Sechsen. Also entweder genau 1/6, wie es sich für einen fairen Würfel gehört, oder, da wir immer das komplette Gegenteil von H1 formulieren müssen, würde auch eine Wahrscheinlichkeit, die größer als 1/6 ist, noch zur Nullhypothese dazu zählen. Im nächsten Schritt brauchen wir die Stichprobengröße, die ist hier mit 60 Würfen angegeben. Okay. Dann haben wir ein Entscheidungskriterium, nämlich das lautet, wenn in der Stichprobe höchstens 5 Sechsen sind, dann glauben wir H1. Sind es allerdings mehr als 5 Sechsen in der Stichprobe, dann würden wir uns für H0 entscheiden, nämlich dass der Würfel fair ist. Und diese Zahl, ab der man sich für H1 entscheidet, das nennt man den kritischen Wert K. Den haben wir hier also mit K gleich 5 festgelegt. Wir können jetzt also Bereiche für die Anzahl Sechsen definieren, indem wir uns für H1 oder für H0 entscheiden. Man nennt es den Verwerfungsbereich von H0, also wann wird man nicht mehr an einen fairen Würfel glauben. Das ist dann, wenn unsere Anzahl der Sechsen in der Stichprobe im Bereich von 0 bis 5 liegt, das wäre dieser Fall. Ist die Anzahl der Sechsen in der Stichprobe jedoch 6 bis 60, das ist unsere Maximalanzahl, die wir bekommen können bei 60 Würfen, dann nennt man das den Annahmebereich von H0. Da wird man nämlich glauben, dass der Würfel fair ist. Das nennt man einen links- oder rechtsseitigen Test. Linksseitig ist der Test dann, wenn sich die Wahrscheinlichkeit gegenüber dem Normalwert der Nullhypothese verringert hat.
Dann gucken wir auf der linken Seite vom Erwartungswert. Das heißt, die Anzahl der Treffer wäre dann kleiner gleich k. Und beim rechtsseitigen Test ist es umgekehrt. Da nimmt man an, dass sich die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht hat. Dann würde man auf der rechten Seite vom Erwartungswert gucken. Hier sind wir bei diesem Beispiel beim linksseitigen Test. Das heißt, hier ist unsere kritische Grenze k und wir suchen diesen blauen Bereich hier links vom Erwartungswert. Da liegt unsere H1-Hypothese. Dann haben wir noch den Begriff Alpha-Fehler. Der Alpha-Fehler liegt dann vor, wenn H0 die Wahrheit ist, also der Würfel ist fair, aber die Stichprobe, die sieht aus wie H1. Wir bekommen aus irgendeinem dummen Zufall zu wenig Sechsen. Und dann glaubt man natürlich fälschlicherweise, der Würfel sei gefälscht und ist er gar nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Alpha-Fehler begehen, nennt man die Irrtumswahrscheinlichkeit. P von H1, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir H1 glauben, obwohl es gar nicht stimmt. Und wie berechnet man diesen Alpha-Fehler? Ja, ganz einfach. Wir schreiben mal für H1 die Bedingungen rein, wann wir glauben an H1. Das war nämlich, wenn wir zu wenige Sechsen bekommen, nämlich x kleiner gleich 5, haben wir gesagt, höchstens 5 Sechsten. Dieses kleiner gleich 5, das ist eine kumulierte Wahrscheinlichkeit, können wir mit dem Taschenrechner ausrechnen. Das ist nämlich f von 60, 1 Sechstel 5. Und schnell ausgerechnet gibt das 5,1%. Dann haben wir in dem Fall einen Alpha-Fehler von 5,1%. So, damit haben wir unser Ergebnis. Das ist der Ablauf, wenn eine kritische Grenze k gegeben ist und wir sollen die zugehörige Irrtumswahrscheinlichkeit berechnen. Sehen wir hier für den linksseitigen Test. Es gibt auch die umgekehrte, die inverse Fragestellung dazu. Da ist das Signifikanzniveau, also die 5% gegeben und wir sollen jetzt das entsprechende k suchen, bei dem diese 5% gerade eingehalten werden. Die Aufgabe dazu könnte lauten, die Trefferwahrscheinlichkeit des fairen Würfels beträgt 1 Sechstel. Wir vermuten, dass der Würfel zu wenige Sechsen bringt, also p kleiner 1 Sechstel. Und um die Vermutung zu überprüfen, wird eine Stichprobe mit 60 Würfen durchgeführt. Das ist genau dasselbe wie vorhin. Neu ist jetzt wollen wir ein Entscheidungskriterium entwickeln, also ein k suchen, so dass dieses Signifikanzniveau von 5% eingehalten wird. Und dazu stellen wir uns wieder unsere Gleichung von eben auf. Wann begehen wir einen Alpha-Fehler? Ja, dann schreiben wir mal rein, wann wir an H1 glauben. Ja, dann, wenn die Trefferzahl höchstens einem Wert k ist. K wissen wir noch nicht, der soll jetzt hier bestimmt werden. Aber wir schreiben einfach mal mit k weiter. Und wie eben können wir dafür, weil wir hier ein kleiner Gleich haben, wieder mit kumulierten Binomialverteilungen arbeiten. F von 60 1 Sechstel k. Und von diesem Ergebnis ist gefordert, dass es kleiner gleich 5% sein soll. So, und jetzt nehmen wir wieder unseren Taschenrechner zur Hand, gehen in das Menü für die kumulierten Binomialverteilungen und lassen uns da eine Liste erzeugen. Wir können hier in der ersten Spalte verschiedene Werte für x eingeben. Wir vermuten, dass wir so im Bereich von x gleich 3 bis 5 oder 6 liegen müssen. Also machen wir uns hier mal eine Liste in der Spalte x mit 3, 4, 5 und so weiter, geben das n und das p ein und lassen unseren Taschenrechner die Liste erzeugen. Und er gibt uns folgende Werte aus. Für k gleich 3 sind das 0,6%, für k gleich 4 2%, für k gleich 5 5,1%. Und jetzt sehen wir, der erste Wert, der unter den geforderten 5% liegt, wir dürfen nicht drüber sein, ist k gleich 4. Das ist unser kritischer Wert, bei dem wir dieses Signifikanzniveau einhalten können. Und somit lautet also unser gefordertes Entscheidungskriterium, das wir hier entwickeln sollen. Wir entscheiden uns für H1, wenn höchstens 4 Sechsen in der Stichprobe sind, also wenn x kleiner gleich 4 ist.
dann entscheiden wir uns für H1. Und für H0 entscheiden wir uns, wenn mehr als 4 Sechsen sind, also x größer 4. Fazit für unseren Test: Man sollte also bei 60 Würfen die Entscheidungsgrenze so legen, dass man bei x gleich 4, also bei höchstens 4 Sechsen, sich für die Fälschung entscheidet und ansonsten lieber dafür, dass der Würfel fair ist, weil sonst die Fehlerwahrscheinlichkeit zu groß ist. Also mit dieser Wahl können wir ein ausreichend sicheres Ergebnis unseres Tests bekommen. Okay.